Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier auf der Spielwarenmesse am Revell-Stand und begrüße jetzt hier Matthias Lohheide. Hallo. Sie haben ein paar ferngesteuerte neue Modelle, ein paar interessante Sachen, ein paar ganz interessante Sachen, aber jetzt mal so ganz normal, so ein LKW. Naja, ganz normal ist es nicht. Das ist ein originalgetreuer Nachbau eines MAN. Den machen wir mit Lizenzvergabe durch MAN. Und der Wagen hat einen Vierradantrieb, er hat eine proportionale Steuerung, er hat Licht, er hat Sound und er kann natürlich auch seine Mulde hochheben und beladen werden und wieder ablassen. Das Ganze funktioniert sehr originalgetreu, ist sehr gut im Gelände unterwegs und ist ein wirklich tolles Produkt, auch gerade wenn man schon vielleicht unseren Digger hat, zur Ergänzung. Ist gedacht für Kinder oder für eher Erwachsene oder für beide? Ist eigentlich gedacht für Kinder, aber für etwas ältere Kinder, also so 14 plus. Wir haben da eine etwas komfortablere Fernbedienung mit verschiedenen Funktionen. Genau so ist es. Gut. Wann lieferbar? Der ist lieferbar im August 23, also wir sind kurz davor. Das heißt, so wie der jetzt hier aufgebaut ist, ist er jetzt noch nicht zum Fahren gedacht? Der ist voll funktionsfähig, kann ich Ihnen aber gerade nicht zeigen, aber er ist so gedacht, ja. Gut, aber richtig zum Fahren. Hier so ein absolutes Highlight. Ja. Rolling Thunder heißt das Ding. Was hat es mit Rolling und mit Thunder zu tun? Naja, Rolling, er bewegt sich nicht auf klassischen Reifen, sondern er bewegt sich auf Kugeln, und zwar auf Hemisphärkugeln, die über einzelne Motoren angetrieben werden. Und somit ist das Fahrzeug in der Lage, in sämtliche Richtungen fahren zu können. Das heißt also, wir können den ganz normalen Geradeausfahrt machen, rückwärts, rechts, links, können aber auch zum Beispiel versetzt fahren oder eben im sogenannten Krabbengang fahren oder können den Scheibenwischer machen. Das ist im Moment noch ein Prototyp, wir sind aber sehr nah an der Massenproduktionsreife. Wir werden jetzt gerade noch die Reifen etwas ändern und etwas am Getriebe arbeiten, aber dann ist das Ding fertig und soll im Oktober diesen Jahres rauskommen. Der Prototyp fährt schon, haben Sie mir vorhin schon versprochen, dass wir den sehen. Ich kann es gerne zeigen, ist gar kein Problem. So, müssen wir am besten auf den Boden machen. Ist eigentlich ganz klassisch. Ich mache mal einmal, lässt sich auf der Stelle ohne Probleme drehen. Fährt rechts, fährt links, fährt in die Richtung. Wir können ihn als Scheibenwischer fahren lassen, so rum besser. Und wie gesagt, im Moment arbeiten wir daran, das Gerät noch etwas schneller zu kriegen und die Reifen als solche noch ein bisschen griffiger zu machen. Braucht der dann eine glatte Oberfläche am Boden oder würde der das auf dem Teppich halbwegs auch machen? Nee, es ist tatsächlich ein Glattbahner. Er ist nicht fürs Offroad gedacht. Das war auch nie Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Es ist ja eine alternative Fortbewegung. Ja, was heißt alternativ? Es ist eine alternative Antriebstechnologie auf Bällen. Und die Fernbedienung, da haben wir hier ein paar Sonderfunktionen? Ja, das ist aber noch nicht die finale Fernbedienung. Das ist momentan noch nicht unser Prototyp. Also für den Prototyp einfach eine Bedienung, mit der man es fahren lassen kann. Ich kann über diese Tastaturen letztendlich die Richtung, also diesen Krabbengang ansteuern. Ich kann über die Tastaturen diesen Scheibenwischer-Effekt machen. Und ich habe eigentlich eine ganz klassische Panzersteuerung, mit der ich dann entsprechend vorwärts, rückwärts und seitwärts fahren kann. Und fernbedient wird das ganz klassisch 2,4 GHz, schätze ich jetzt mal. Ja, klar. Also ich denke, das ist mittlerweile bei uns State of the Art. Wir haben eigentlich nur noch ein Produkt im Portfolio, wo wir über Megahertz arbeiten, 27 über 40. Und der Rest geht natürlich über Gigahertz. Gut, und Thunder, macht er dann Geräusche auch? Nö, der ist elternfreundlich. Das heißt also... Das Thunder dann nur so als... Thunder im Sinne von Blitz, auch von der Beleuchtung her. Das heißt optische Effekte. Genau so ist es. Er wird hinterher in der Verpackung ausgeliefert. Wir achten mittlerweile bei Revell sehr stark darauf, dass wir gerade im Verpackungsbereich plastikfrei arbeiten. Und er hat dann hier eine sogenannte Try-Me-Funktion, die jetzt hier noch nicht funktioniert, damit im Laden einfach auch mal einmal hier drauf gedrückt werden kann. Dann geht das Licht an und die Räder bewegen sich, weil es ist ein erklärungsbedürftiges Gut. Man muss es sehen, wie es funktioniert. Ich habe mir das auch nicht vorstellen können am Vormittag, wie ich mir das schon mal angeschaut habe, wie es jetzt tatsächlich fährt. Am Video habe ich es zwar gesehen, auch am Bildschirm, aber wenn man es live sehen kann, ist es eben wirklich ganz was anderes. Der Witz ist halt eben, jede Kugel wird durch einen eigenen Motor angetrieben.
Und da kann man dann auch wahrscheinlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Motoren. Ja, im Moment machen wir es halt eben so, dass wir eine Geschwindigkeit haben, aber er ist ja leicht proportional. Ja. Gut, das war jetzt das Fahrzeug. Ja. Fliegende Neuheiten haben Sie auch? Ja, fliegende Neuheiten haben wir soweit auch erstmal. Ich stelle die mal gerade wieder zur Seite. Wir haben unsere fliegenden Neuheiten da, was aber gerade leider Gottes besetzt ist. Müssen wir einen kleinen Moment warten. So, wir haben jetzt hier noch im Bereich fliegende Spielzeuge, auch einige Neuheiten. Wir haben hier unser High-End-Gerät, das ist der Navigator Next, der eine Reichweite von 500 Meter hat und eine Höhe von 120 Meter. Er könnte höher, aber wir sind letztendlich den ESA-Richtlinien auch verpflichtet und dürfen nicht höher. 120 Meter ist ja doch schon einiges. Ja, also ich bin den selber in der Höhe geflogen und ganz ehrlich, man sieht ihn nicht mehr. Man hat keine Chance mehr. Man muss dann auf die Kamera vertrauen, die ist aber auch sehr gut. Ist eine 2.7K Kamera mit einem Brushless 2-Achsen-Gimbal und dieses Gerät baut letztendlich eine eigene Wi-Fi-Verbindung zum Handy auf, das dann hier, wie man sieht, auch als Monitor fungiert. Das heißt, ich klemme da dann mein Smartphone drauf und dann habe ich... Funktioniert mit Android sowie mit iOS. Und wenn ich 500 Meter weit fliege, dann wird der Akku ja schon schnell leer. Nein, der Akku hält recht lange. Wir haben ungefähr 25 Minuten pro Akku, liefern aber in dem Paket zwei Akkus mit dabei. Somit habe ich ungefähr mit einem Wechsel 50 Minuten Flugzeit. Und das Gimbal sorgt dann auch für den Ausgleich bei der... Ja, ich habe es jetzt leider nicht an, aber dann würden Sie es sehen. Also wenn ich das Ding jetzt schief halten würde, würde der Gimbal automatisch nachsteuern. Er ist also tatsächlich immer in der richtigen Position. Und dann so bei 2,7K, so schätzungsweise 30 Bilder? Ja, so in der Richtung liegt das. Ganz Menge. Also es ist schon, für die Preisklasse ist das schon ein tolles Gerät. Der ist lieferbar bereits? Der ist bereits lieferbar, den haben wir da. Wird zum größten Teil in den Consumer-Märkten verkauft, beziehungsweise über unseren großen Fluss. Und ist verfügbar. Ganz neu, eine Nummer kleiner? Eine kleine Nummer. Das ist unsere Pocket-Drohne. Der Clou bei der ganzen Geschichte ist, die Drohne passt in die Fernsteuerung, ist natürlich auch faltbar, die ist übrigens auch faltbar. Und ich kann sie einfach mitnehmen, pack sie da rein, mach den Deckel zu. Der Deckel fungiert gleichzeitig als Handyhalterung. Ich habe hier hinten noch einen Clip dran, kann ich mir einfach hinten an den Gürtel hängen und nehme sie mit. Hat eine 720p Kamera, hat auch sämtliche Funktionen, die ich brauche. Follow Me, Circle-Modus, kann Flips machen, hat ein Altitude Hold. Ist für die Preisklasse wirklich ein sehr dolles Gerät und auch sehr, sehr einfach zu fliegen. Altitude Hold, das heißt, sie bleibt automatisch an der richtigen Stelle stehen. Hilft auch beim Starten wahrscheinlich? Ja, ich habe Startautomatik und dann kommt der ungefähr in eine Höhe von 1,20 Meter, bleibt dann stehen und dann gebe ich Gas und dann geht er los. Das heißt für mich ideal, der noch keine Ahnung vom Helikopterfliegen hat. Ja gut, wobei da ist ja eine Helikopter und Drohne ist ja doch schon ein Unterschied, ne? Aber es ist wirklich einfach. Also ich habe es auch ohne große Probleme tatsächlich im Büro fliegen lassen können. Gut, das waren jetzt zwei interessante Highlights im Bereich der Fernsteuerung. Ja. Noch eins in Richtung Fernsteuerung haben Sie mir vorhin schon angedeutet, Adventskalender in der Richtung. Da gehen wir jetzt auch mal rüber. Dann folgen Sie mir mal. So, jetzt sind wir hier bei Mohamed El Issa, er ist auch Produktmanager hier bei Revell. Und jetzt sind wir bei den Adventskalendern. Wenn ich mir die so anschaue, sowas kenne ich eigentlich von den letzten Jahren schon. Das ist ja nichts Neues. Was haben Sie denn an Adventskalendern neu? Das hier. Das ist neu, ganz genau. Das ist der erste RC Adventskalender mit einer Lizenz im Revell-Assortment. Und das ist natürlich mit Originallizenz Klaas, der Traktor, der zusammengebaut werden muss, inklusive Accessories, Tierchen, so ein bisschen eine Bauernhoflandschaft. Das Ganze für 29,99, also auch ein unschlagbarer Preis. Und natürlich ist alles enthalten, was man halt auch benötigt, um dann am Ende, am 24. alles komplett zusammen zu haben. Gut, und dann, ich habe natürlich vorher schon gespickt, ist eh klar. Hier gibt es noch einen Adventskalender, der hat jetzt aber Schriftzeichen in Arabisch, tippe ich jetzt mal. Ganz genau. Das Ganze ist Basic eines Adventskalenders, nennt sich aber Ramadan-Kalender. Und das ist der erste Ramadan-Kalender weltweit. Den haben Sie so und werden Sie so noch nie gesehen haben.
Das ist der erste Spielzeug-Ramadan-Kalender mit einer speziellen Aufschrift, wie Sie sehen, auf Arabisch, da auch der Ramadan aus der arabischen Welt kommt. Der wird aber natürlich auch weltweit angeboten, also nicht nur für die arabische Welt. Der ist also erhältlich international und muss aber nicht wie bei den Adventskalendern in 24 Tagen zusammengebaut werden, sondern innerhalb von 30 Tagen. Denn Ramadan wird halt über 30 Tage gefeiert. Und Ramadan ist in der arabischen, muslimischen Welt im Prinzip das Weihnachten, was wir hier aus Europa kennen. Und das jetzt demnächst im Frühjahr irgendwann? Oder wann Der ist jetzt schon ausgeliefert worden. Und Ramadan findet dieses Jahr statt, Mitte März bis Mitte April. Und an Zuckerfest ist das Auto dann komplett fertig gebaut nach 30 Tagen. Und das Kind kann sich dann das eigene Geschenk selber bauen. Was natürlich immer schöner ist, weil man da dann stolzer drauf ist, denn man hat das Ganze selber zusammengebaut. Ich kann Ihnen so ein bisschen das Ganze präsentieren. Also man macht im Prinzip diesen Kalender auf und man sieht hier dann direkt die Schritte 1 bis 30. Ganz von Anfang an, ich sehe dann schon, auf was ich mich freuen kann und muss nicht erst warten auf die Tage. Ganz genau, aber das Spannende daran ist ja, das Auto zusammenzusetzen und am Ende halt auch das Ergebnis zu sehen, was man sich selbst gebaut hat. Und es ist ganz einfach zusammenzubauen, also wirklich einfache Schritte, ganz große bebilderte Anleitung in Farbe, um dann auch wirklich Kinder ab 8 plus. Und dann ist auch ein Tag die Batterie mit dabei. Das ist ein Akku, also wieder aufladbar. Es sind also keine Trockenbatterien und alles, wie gesagt, enthalten. Ah, super. Gut, dann können wir uns den hier nochmal aus der Nähe das Fahrzeug anschauen. Ja. Das können Sie mir ja vielleicht auch nochmal zeigen. Das ist das eigenentwickelte Design. Natürlich, was man so aus orientalischen Filmen und Kinderserien kennt, unter anderem Aladdin und die arabische Welt natürlich mit den bereits, ja, ich sag mal, diesen orientalischen Touch, den wir natürlich brauchen, um auch das Fest so ein bisschen auch darzustellen. Aber es muss ja, genau wie bei Adventskalendern, werden Adventskalender ja auch nicht nur von christlichen Bürgern gekauft, sondern auch von muslimischen, die hier, wie ich zum Beispiel, auch aufgewachsen sind. Auch wir sind und kennen die Tradition des Adventskalenders. Das Gleiche gilt hier auch beim Ramadan-Kalender. Ist natürlich auch für jedermann. Man muss nicht unbedingt Moslem sein, um einen Ramadan-Kalender zu kaufen. Man kann sich auch den Ramadan-Kalender so kaufen, weil einem das Design gefällt oder weil einem auch die Schritte gefallen. Ganz einfache Geschichte. Und das schweißt ja auch zusammen. In der heutigen Globalisierung und in der heutigen Zeit, glaube ich, müssen wir diese Trennung nicht mehr machen. Also von daher ist das für jedermann zu haben. Also durchaus mal eine nette Idee für eine etwas andere Art des Adventskalenders, den Ramadan-Kalender. Genau, ein Novum. Gut, dann bedanke ich mich beim Mohammed Elisa für die Erklärungen dieses Adventskalenders, dieses Ramadan-Kalenders. Gerne. Und wünsche noch einen guten Messeverlauf. Danke.